willkommen zurück zu meinem Kanal. Ich werde mich jetzt gar nicht groß aufhalten damit, wie lange ich jetzt weg war und warum, sondern werde gleich neu beginnen. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen spät für Halloween-Tutorials, ist jetzt noch ein paar Tage hin. Leider war ich ein bisschen krank und deswegen ist das Ganze ein bisschen nach hinten verrückt, aber heute kommt trotzdem ein kleines Tutorial dazu. Ich habe mir etwas überlegt und zwar ist meine Lieblingsserie momentan Teen Wolf. Das ist eine amerikanische Serie über Werwölfe. Falls ihr die nicht kennt, solltet ihr die unbedingt mal googeln und anschauen. Die ist wirklich klasse. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich heute dazu ein Tutorial, denn das gibt es bisher im Internet relativ wenig. Und ich habe mir ein paar Ideen überlegt und hoffe, es wird einiges so funktionieren, wie ich es mir gedacht habe. Ja, ich würde sagen, ich fange gleich an. Ich zeige euch Schritt für Schritt, was ihr heute braucht. Zuallererst braucht ihr einen braunen Lidschatten. Und fangt euch jetzt erstmal an, sozusagen Grundlinien zu machen, wo ihr gleich schattieren wollt. Zu dem Schritt kann ich nur sagen, dass ihr es eurer Gesichtsform anpassen müsst. Habt ihr eher so ein wenig rundes Gesicht wie ich, dann könnt ihr die Linien ungefähr so übernehmen. Und wenn ihr auch die Augen in die Richtung habt, ansonsten müsst ihr aufpassen, dass ihr es ein bisschen ändert. Und immer schön vielleicht eine Vorlage von zum Beispiel Wolf oder Hund hinlegen und versuchen, die Schattierung da hinsichtlich ein wenig anzupassen. So, nachdem ihr eure Grundlinie sozusagen fertiggestellt habt, wie ihr seht, geht es meistens in die Richtung, diese Linien. Fangen wir nun an, diese wirklich nachzuschattieren. Dafür braucht ihr einen etwas größeren Pinsel. Ich nehme diesen von Essence, ist ein Blender Brush eigentlich, aber lässt sich dafür sehr gut verwenden. Ihr fangt einfach an, eure zuvor gezogenen Linien nochmal weicher nachzuzeichnen. Ausgemalt. Momentan ist es wirklich noch zu stark an einigen Stellen und sieht nicht wirklich aus, als hätte man sein Gesicht geformt. Dazu müsst ihr jetzt wirklich im nächsten Schritt einen großen Pinsel nehmen. Ihr könnt zum Beispiel einen Rouge-Pinsel nehmen oder Blush-Pinsel und verblendet das noch weiter, damit es sich wirklich in eure Haut weich einarbeitet. Im nächsten Schritt müsst ihr auf den schmalen Pinsel wieder zurückgreifen und einen dunklen, matten Lidschatten. Ich habe hier so einen grau-schwarz. Jetzt verfeinert ihr diese Konturen noch einmal, besonders die am Auge, weil wir da ein bisschen stärker arbeiten wollen. So, nachdem ich jetzt soweit für mich persönlich fertig kontrolliert habe, werde ich jetzt mit dem normalen Augen-Make-up anfangen. Ich habe gerade mein Augen-Make-up schnell gemacht. Das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, weil ich persönlich denke, das gehört nicht unbedingt direkt zum Tutorial, sondern das könnt ihr selber entscheiden. Ich würde da jedoch dunklere Augen empfehlen und schwarzen Eyeliner, der an den Seiten so leichte Flügel hat. Dadurch wird das restliche Konzept noch etwas unterstützt. Gut, jetzt machen wir weiter und zwar mit den Gesichtszahnen. Die werden hier platziert sein. Ihr könnt natürlich auch hier alles machen, das ist euch überlassen. Ihr könnt euch entweder aus dem Bastelshop oder sowas Haare holen. Das möchte ich persönlich nicht, weil ich weiß nicht, ich wollte irgendwie
auch was haben, was ich alles zu Hause habe und damit das Tutorial machen. Und ja. Alles, was ihr dafür braucht, ist beispielsweise ein Augenbrauenstift in der Augenbrauen- oder Haarfarbe oder was ich gleich nehmen werde, ist ist ein brauner Eyeliner, Creme-Eyeliner. Die sind sehr gut, weil die wirklich deckend sind und nicht so schnell abgehen, muss ich sagen. Ansonsten könnt ihr auch zum Beispiel einen normalen Eyeliner nehmen, in schwarz, braun, wie auch immer. Und ja, ich werde jetzt anfangen mit dem Augenbrauenstift. Ich werde das in mehreren Ebenen machen, damit es ein bisschen realistischer aussieht. Ja, ich zeige euch das an dieser Seite. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich fange an und werde mir jetzt einfach ein paar Striche ziehen. Die ersten, die hier, werde ich also an dieser Seite länger und immer kleiner machen. Und hiermit ist mit dem, der jetzt noch nicht so dunkel ist, ist es nicht ganz so wichtig, die perfekte Form zu treffen. Da mache ich erstmal sozusagen die Vortextur. Das sieht dann so aus. Das sieht man halt noch nicht so doll, das ist noch nicht so auffällig. Falls ihr eine unauffällige Art davon wollt, dann ist es vielleicht genau das Richtige. Ansonsten fahre ich jetzt fort mit Schritt 2, das ist dieser Eyeliner. Es ist wichtig, dass ihr ein bisschen präziser werdet. Es ist wichtig, dass ihr nicht nur einfach Streifen nach unten macht oder nur in eine Richtung. So sehen nämlich echte Haare nicht aus. Ihr könnt ja sehen, die sind zwar alle nach unten, aber sind nicht alle in die gleiche Richtung sozusagen, sondern haben auch so eine kleine Biegung drin oder wenn ihr Locken habt, kleine Locken und sind auch mal in die andere Richtung und das solltet ihr beachten. Ihr solltet trotzdem die Fallrichtung sozusagen in diese Richtung haben. So sieht das dann aus. Ich würde an also bei mir zum Beispiel werde ich jetzt noch ein bisschen nacharbeiten mit Lidschatten und dann vielleicht nochmal mit schwarzen rübergehen und nochmal ganz feine Haare zu machen. Und eventuell kann ich noch empfehlen, mit einem weißen oder helleren Eyeliner, um noch so ein paar Highlights zu setzen. Ja, jetzt haben wir sozusagen die Gesichtsbehaarung, das klingt immer ein bisschen komisch, fertig. Diese werden wir nachher übrigens an den Händen ein bisschen fortführen, von daher ist es gut, wenn ihr das System etwa kennt. Und als nächstes werden wir uns um die Haare kümmern. So, da ich denke, zu dem Outfit passt etwas, was ein bisschen wilder ist sozusagen, beziehungsweise nicht zum Outfit, sondern zu dem Tutorial. Und da man das Gesicht ja sehen muss, habe ich mir eine Frisur überlegt, die ein bisschen Volumen ins Haar bringt und werde euch ganz schnell zeigen, wie die geht. Ihr müsst euch hier oben einen kleinen Part abteilen. Das ist sehr hilfreich, wenn ihr solche habt, wirklich. Nehmt die anderen erstmal zur Seite. So. Und den tupiert ihr dann euch kräftig an. Aber nur von hinten, so dass das Deckhaar wirklich glatt bleibt. Und dann nehmt ihr euch ein kleines Haargummi. Ist ja wirklich winzig, bei zum Beispiel DM gibt es die oder was auch immer. Und befestigt das einfach. Zieht es ein bisschen fest. Zupft es ein wenig hin. Das sieht dann so aus.
Ihr könnt das Ganze noch mit einer Klammer hinten befestigen, aber das reicht bei mir nicht so. Und das gleiche mache ich an den Seiten hier nochmal. Ziehe ich das jetzt nicht nach hinten, sondern nach unten und fest. Das sieht dann so aus, ihr habt einerseits hier oben mehr Volumen, andererseits habt ihr hier die Haare, die locker ja, eure Haare sozusagen, aufgemalten Haare einspielen. Ihr könnt natürlich den Rest eurer Haare locken oder antupieren, wie ich es machen werde. Einfach ein bisschen reintupieren, es muss nicht super ordentlich aussehen. Dann sieht das Ganze so aus. Bei diesem Schritt geht es um die Bisswunde und deswegen ist das hier scharf gestellt. Ihr braucht wieder nicht so sonderlich viel und vor allen Dingen auch kein professionelles Theater-Make-up oder sonst was, weil ich eine Technik entwickelt habe, die eigentlich relativ zuverlässig ist meiner Meinung nach. Und ich werde euch die jetzt einfach mal zeigen. Ich habe die nämlich letztes Jahr auch schon angewendet bei meinem Beastly Tutorial. Da könnt ihr sonst zur Not auch nochmal nachgucken. Ihr müsst euch erstmal überlegen, was für eine Wunde wollt ihr. Wollt ihr einfach nur einen Strich haben? Wollt ihr eine Bisswunde haben? Ich möchte gerne eine Bisswunde haben. So, jetzt wäre ich gerade erst verwandelt worden. Jetzt fangt ihr an, euch diese einfach aufzumalen. Das ist ein bisschen schwierig, falsch rum. Versucht einfach so wie so ein Gebiss halt euch zu malen, wie so ein entweder Hundegebiss oder Menschengebiss, das ist eigentlich egal. Und das muss jetzt auch noch nicht so super ordentlich sein. Bei mir sieht es jetzt auch eher aus wie so ein verkrüppelter, gepunkteter Kreis, aber na gut. Im nächsten Schritt nehmt ihr euch einfach einen roten Lippenstift und jetzt werden wir das Ganze erstmal so ein bisschen rot färben. Ihr könnt entweder den direkt auftragen oder auf den Finger. Ich mache das immer so mixweise, mal direkt, mal auf den Finger und mal die Bisswunden so ein bisschen nach. Muss auch nicht so genau sein. Ungefähr so. Und jetzt arbeite ich das mit dem Finger so minimal ein. Dann sieht das ungefähr so aus. Sieht jetzt schön rot aus, als hätte man mich geschlagen, aber wurde ich nicht, keine Angst. Ich muss mal kurz was suchen. Im nächsten Schritt braucht ihr einen lilanen Lidschatten. Und zwar wollen wir so ein bisschen andeuten, dass das Ganze, naja, wenn man zum Beispiel einen blauen Fleck hat, ist der ja auch nicht blau, sondern eher so lila-grünlich. Und wenn Blut unter der Haut ist, wird das ja auch so rot, grün, blau, lila. Und deswegen mal verdunkeln wir das Ganze hier so ein bisschen. Als wäre halt der ziemlich entzündet unter der Haut. Im nächsten Schritt nehmen wir uns meinen altbekannten Lieblingslidschatten. Wenn ich ihn nicht wiederfinde, denn ich habe ihn irgendwie gerade verschlurrt. Sag mal, bin ich blind oder wo ist der? Ah, ich war blind. Ja, jetzt nehmen wir uns den Braunlidschatten. Ich nehme dafür eigentlich die ganze Zeit meine Finger, weil es einfach besser ist, das so tupfweise auch zu tragen. Und tupft die einzelnen Bissstellen nach. Dadurch, ich würde nicht sagen, dass es einen verfaulten Look kriegt, aber es wirkt halt einfach tiefer. Ungefähr so. Jetzt kommt der Eyeliner und damit mache ich jetzt nochmal die Stellen sozusagen nach. So, und jetzt kommt sozusagen der Hauptbestandteil an dem Ganzen.
Ich nehme jetzt Kunstblut, beziehungsweise das ist kein Kunstblut. Ihr könnt Kunstblut zu Halloween immer eigentlich relativ günstig überall kaufen. Aber das ist selbstgemachtes Blut, weil das im Haus war. Und zwar habe ich da einfach Ahornsirup, ein bisschen Kakao, Lebensmittelfarbe, also rote Lebensmittelfarbe, ganz minimal Mehl zum Verdicken. Alles einfach zusammengemischt und das trage ich jetzt auf. Oh, da läuft eins. Den Weg nach unten. So, ich habe jetzt meine Wunde so fertiggestellt. Ich habe mir gerade ein bisschen Papier hier reingestopft, weil das ein bisschen laufen soll und dann nicht unbedingt ganz in mich laufen soll. Ja, ich habe einfach Kunstblut ein bisschen draufgepackt, immer wieder ein bisschen mit schwarz und braunen Lidschatten nachgetupft und ein bisschen mit dem Eyeliner zum Schluss noch. Es trocknet jetzt noch und wenn es getrocknet ist, dürfte es einfach auch so bleiben, trotzdem glänzen. Das kommt nämlich durch den Sirup, den Ahornsirup. Und ja. Gut, jetzt machen wir weiter mit den Nägeln. So, ich habe jetzt meine Nägel erstmal geschnitten, denn das Fallen hätte wahrscheinlich so zu lange gedauert. Ihr seht, die sind, ich hoffe ihr seht das, mal kurz gucken, ja, die sind spitz und wir machen sie jetzt noch ein Stück spitzer. Ich habe mir einmal so eine Nagelfeile mitgebracht und eine normale und ich fange jetzt einfach an. So, ich habe jetzt meine sämtlichen Nagellacke geholt und die Fläche hier ausgestattet mit etwas Frischhaltefolie, um jetzt da lackieren zu können. Ja, das wird ein bisschen länger dauern, aber nun gut, wir haben ja Zeit mitgebracht. Wir fangen an, indem wir einfach uns einen relativ hautfarbenen Nagellack nehmen und indem wir einfach lackieren. Und ich sage gleich dazu, das muss nicht sonderlich ordentlich sein. Es ist sogar teilweise besser, wenn man so ein bisschen wie so Schlieren sieht, wie ich das jetzt gemacht habe. Ihr könnt sonst ein bisschen klopfen. Und es muss auch nicht so deckend sein, weil das jetzt einfach nur darum geht, dass ihr euren Nagel so mehr oder weniger vorbereitet. Ihr könnt auch übermalen. Sie sehen jetzt schon relativ krallartig aus. Ihr könnt das meinetwegen jetzt auch so Sachen lassen, dann seid ihr ein sehr ordentlicher Werwolf, aber ich persönlich mache das gleich noch heftiger. So, ihr lasst das dann trocknen und dann nehmt ihr euch die nächste Farbe und vor allen Dingen einen Schwamm. Ich habe hier schon einen, den ich schon mal jetzt benutzt habe, genau dafür. Legt euch den so hin, dass ihr den ein bisschen hier lackieren könnt. Und malt den, ich hoffe, ihr seht das überhaupt so, und malt den etwas an. Lasst das ganz kurz minimal ein bisschen trocknen, damit das nicht so süffig mehr ist. Dann könnt ihr es einmal auf der Frischhaltefolie abtippen und dann fangt ihr an einfach ganz unordentlich wirklich hier drüber. Und ihr seht ja, mein Nagel ist noch nicht hundertprozentig trocken, das macht aber absolut nichts. Und tippt mit auf die Haut sozusagen. Ungefähr so. So, ich habe jetzt beide Hände fertig. Da ich jetzt keinen dunklen Nagellack habe, dunkelbraun, werde ich jetzt einfach den mischen. Und zwar nehme ich mir einfach hier ein bisschen von dem Braun und ein bisschen von diesem Schwarz. Und mische das einfach zusammen. Nehme mir wieder mein Schwämmchen und fange jetzt an, hier jetzt ein bisschen zu konturieren. Das heißt, ich setze hier an den Ecken an, ziehe das ein bisschen runter, weil wir unsere Kralle ein wenig länger haben wollen. Und formen hier sozusagen auch nach unten hin den Nagel etwas länger. Und oben werde ich jetzt ganz leicht auch konturieren. Und ich setze sich das vom Hintergrundbild sozusagen besser ab. So, wenn ihr das Ganze gemacht habt und dann getrocknet lassen habt, dann sieht das so aus.
Und jetzt sieht das eher aus bisher wie, naja, ich würde nicht sagen unbedingt, aber doch wie dreckige Hände, als hättet ihr so im Dreck gewühlt. Und jetzt werden wir das Ganze noch wieder definieren und auch noch eine dritte Farbe zufügen, und zwar lila. Jetzt habe ich leider nur so ein ziemlich kräftiges Lila, deswegen werde ich das jetzt wieder mischen mit Braun und minimal Schwarz. Ein Tip Painter oder auch ein Streicher, ein Streicher vielleicht nicht unbedingt, aber ein Streich, nee, wie heißt das denn nochmal? Zahnstocher könnt ihr auch nehmen. So, und jetzt malt ihr sozusagen euren Nagel, eure neue Nagellänge und zieht das Ganze ein bisschen in den echten Nagel rein. So, jetzt habe ich alle meine Nägel soweit fertig. Was heißt fertig? Aber mit der Farbe fertig. Aber wir brauchen gleich noch ein bisschen weiter, aber ihr müsst es erstmal wirklich gut trocknen lassen. Im nächsten Schritt nehmt ihr euch einfach ein bisschen Schwarz wieder und könnt das mit dem Rest braun-lila Mix einfach mixen. Jetzt wird es übrigens alles schwer, alles komischerweise klebt und auch die ganzen Hände und sowas. Das ist immer ein bisschen unpraktisch, aber es ist machbar. Auch der Mixer, also ihr könnt eigentlich danach nicht mehr so viel machen oder dabei. Naja, jetzt umliniert, also jetzt liniert ihr sozusagen eure neue Nagelform. Dabei ist es wichtig, dass das wirklich ein bisschen dunkler ist. Ungefähr so. Und dann versucht ihr mit dem mit dem Schwämmchen noch so ein bisschen das an den Seiten auszugleichen, damit das nicht so komisch wirkt. Und dann habt ihr einen schönen, sehr langen Nagel. Kralle. Sieht auch ein bisschen aus wie Zombie-Nägel, habe ich auch schon mal gedacht. So, wenn jetzt alles gut getrocknet ist, ich habe ein ganz bisschen aufgeräumt, müsst ihr euch nochmal verschiedene Sachen zur Hand nehmen. Und zwar ein bisschen Lidschatten, die ihr vorhin so auch verwendet habt, fürs Gesicht zum Beispiel. Und jetzt fangen wir an, und zwar versuchen wir jetzt mit den Krallen unbeschadet den Lidschatten zu öffnen. Nehmt ein bisschen Lidschatten oder viel, das ist euch überlassen, und jetzt malt ihr hier etwas nach. Gerne auch ein bisschen über den Nagellack, denn dadurch wird der so ein bisschen matter. Das hält ihr trotzdem. Eyeliner oder Augenbrauenpinsel und malt jetzt einfach wieder wie im Gesicht so ein paar Härchen hin. Das muss nicht so genau sein. So, und dann seid ihr mit den Nägeln auch fertig. Und das heißt, ihr seid mit allem. So, das heißt, wir sind mit allem fertig. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir eure Kommentare wie immer nach unten. Und wir sehen uns dann hoffentlich ganz bald wieder. Was heißt hoffentlich, wir sehen uns ganz bald wieder. Und ich freue mich schon drauf. Ciao!